Hallo, meine lieben Freunde des grünen Daumens. Mein Name ist Michi und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Herbs and Terps. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, befinden wir uns hier mal wieder in der V-Grow von Vivosun. Das ist so eine kleine, smarte Growbox mit dem Format 45 x 45 x 1,20 cm. Und hier sehen wir unsere wunderbare Apple Fritter Automatics von Royal Queen Seeds. Ja, und die steht hier in der boxeigenen Lampe unter 100 Watt. Das ist eine Lampe, die mit Samsung Evo LED-Chips ausgestattet ist. Und die Pflanze hier, die haben wir vor etwa 11 Wochen, also sie ist jetzt in Woche 11, in die Erde einfach reingesteckt. Und jetzt ist sie mittlerweile voll in Blüte. Und ich denke mal, dass sie noch etwa 1 bis 2 Wochen wachsen wird, beziehungsweise weiter reifen wird hier in der Box, bis wir sie dann schlussendlich ernten können. Ich habe jetzt länger nichts mehr von mir zeigen oder hören lassen, weil ich einfach darauf gewartet habe, dass es endlich mal wieder was Schönes zu sehen gibt. Und wir werden natürlich auch hier die Blüten uns gleich noch mal ein bisschen näher zusammen angucken. Aber ich finde, hier zeigt doch Royal Queen Seeds auch, dass sie tatsächlich ein paar schöne Blüten hervorbringen können. Wir gucken es uns, wie gesagt, gleich nochmal an. Aber zuerst nochmal ein paar kleine Dinge, die ich hier über den Grow einfach nochmal berichten möchte. Was genau ich gemacht habe, um zu diesem Ergebnis, wie es jetzt ist, zu kommen. Wie ich angebaut habe, wie ich gedüngt habe, wie ich gegossen habe. Das alles gibt es jetzt in diesem Video. Und deswegen nehme ich euch nämlich auch erstmal hier eine Etage tiefer. Wir gucken uns hier unten diesen Stofftopf an, der hier von mir gefüllt wurde mit Kokossubstrat. Und das Kokossubstrat wurde zusätzlich mit so einer Mullschicht hier, das ist die Biofaser von Sonnenerde, abgedeckt, damit einfach die Feuchtigkeit sich ein bisschen länger in diesem Stofftopf hält. Und solange wie die Pflanze hier frisch gewurzelt hat und nur die Wurzel in der Erde hat, habe ich hier zusätzlich oben mit destilliertem Wasser, also beziehungsweise das Wasser aus dem Luftentfeuchter gegossen, dass ich zusätzlich entweder mit BioBiss BioGrow oder BioBiss BioBloom jetzt in der Blüte angereichert habe. Das habe ich Pi mal Daumen gemacht. Also ich habe so einen kleinen Schnuff davon jeweils zu einem Liter Wasser gegeben. Das Ganze eben einfach gedüngt, weil wir wissen ja, dass dieses Kokossubstrat nicht besonders viel Nährstoffe enthält. Und das habe ich, wie gesagt, so lange hier oben eben schön feucht gehalten. Und hier unten drin in diesem eigenen Wasserreservoir, was eben von der V-Grow mitkommt, dort habe ich erstmal nichts reingemacht, bis ich gemerkt habe, okay, die Pflanze hat eine gewisse Höhe erreicht. Und dann habe ich hier unten rein in dieses Reservoir eben den Vivosun Flüssigdünger. Ich hole gerade eben nochmal die Packungen her. Das sind diese Nährsalze A und B. Die kamen zusammen mit der V-Grow bei der Space A und der Space B nach dem hinten angegebenen Düngeschema eben hier unten in den Tank reingefüllt. Und wir sehen jetzt auch hier, da sind kleine, feine, weiße Wurzeln drin. Und damit kann sich die Pflanze auf jeden Fall auch sehr, sehr sicher in der Blüte weiterhin mit Wasser und Nährstoffen versorgen. Letztendlich ist das Ganze dann hier so eine Art Hybridsystem zwischen Kokosubstrat und eben unten einer Deepwater Culture, die für alle natürlich, die professionell DWC-Systeme betreiben, lächerlich erscheinen lässt, weil hier ist natürlich alles andere als für gute Belüftung an der Wurzel gesorgt. Es ist halt, wie gesagt, einfach nur ein kleines Provisorium. Ne, aber letztendlich bin ich mit diesem zweiten Grow jetzt in der Box doch eigentlich ganz zufrieden, so was das Ergebnis bisher hergibt. Und so würde ich es jetzt auch erstmal mit jedem weiteren Grow machen. Heißt also, in der V-Grow bleibe ich bei Kokosubstrat, gebe ein bisschen organischen Biodünger mit beim Gießen oben in das Kokossubstrat und fülle letztendlich unten in dem Wassertank immer mal ein bisschen was mit mineralischem Dünger nach, sollte es dann erforderlich sein. Ja, und in alter Tradition, ihr wisst doch Bescheid, Leute, es gibt kein Video ohne etwas Werbung, hat sich hier in dieses Bild der Relikt von Norddampf mit eingeschlichen.
Kurz dazu, ich habe dieses Gerät von Norddampf zur Verfügung gestellt bekommen, sollte eigentlich ein detaillierteres Video dazu machen, aber ich habe abgesagt und habe gesagt, ich möchte gar nicht auf meinem Kanal den Konsum zu sehr, ja, thematisieren. Also haben wir uns darauf geeinigt, dass ich eben kurz dieses Gerät eben mal vorstelle. Ich selbst konsumiere wirklich nicht viel. Ich bin auch kein, ja, Patient in dem Sinne, sondern ich mache das einfach so, wenn ich gerade mal Lust und Laune drauf habe. Prinzipiell rate ich jedem vom Konsum ab. Aber sollte es mal der Fall sein, hat mich dieses Gerät hier wirklich überzeugt und der Relikt von Norddampf hat auch den Aeris Ultra von Wolkenkraft nun ersetzt. Dieses Gerät hier kann wirklich bis auf 240 Grad hochheizen. Ich mache den mal an. Das ist einfach 5-mal schnell hier drauf gedrückt. Dann sehen wir hier auch das kleine Display und auf was er eingestellt ist. Momentan ist er sehr hoch eingestellt, also wie gesagt auf 240 Grad. Warum 240 Grad? Das war mir persönlich wichtig, weil ich doch ganz gerne auch, ja, mein Dry Sift damit reinpacken würde. Und da kam der Aeris Ultra von Wolkenkraft nicht ran. Der kam maximal auf 220 Grad Celsius und da war die Leistung mir einfach ein bisschen zu knapp für. Der schafft es hier locker, die 240 Grad Celsius. Und ja, hat das jetzt auch schon innerhalb von 33 Sekunden erreicht. Also das Teil hat wirklich ordentlich Power. Hier unten sieht man den USB-C-Anschluss und da wird die Luft angesaugt. Ich mache das Gerät gerade mal wieder aus. Hier oben kann man das eben einfach abdrehen. Hier ist diese Kapsel und die wird über Konduktion und Konvektion letztendlich aufgewärmt. Dazu wurde mir dann auch diese Kapsel hier geliefert, die so ein Tropfkissen drin hat, wo man seinen Dry Sift letztendlich oben reinfüllen kann, um dann eben bei 240 Grad das Ganze verdampfen zu lassen. Wie gesagt, dieses Gerät hat mein altes Gerät, was ich mir selbst gekauft habe, ersetzt. Thema, wie gesagt, Konsum habe ich schon gesagt. Passt auf euch auf, Leute. Konsumiert verantwortungsbewusst. Wenn ihr keine Patienten seid, doppelt. Konsumiert bitte nur, wenn ihr alt genug seid und psychisch stabil dazu seid. Ansonsten kann ich dieses Produkt hier wirklich wärmstens empfehlen. Und mit Blick auf die Pflanze möchte ich jetzt natürlich noch mal ein bisschen was zur Beleuchtung sagen. Wie gesagt, wir haben hier diese 100 Watt Lampe von der V-Grow drin, die natürlich die Einstellung hat, dass man das Spektrum auch verstellen kann, also von Sämlingsstatus zu Veggie-Status zu Blütenstatus. Und das habe ich bei diesem Grow auch wirklich konsequent durchgezogen. Habe es am Anfang im Sämlingsstatus Einstellungen gehabt, bei 300 ppfd mit der Photon-App eingestellt. Bin dann in den Veggie-Zustand gegangen und habe die Lampe dann langsam auf 500 ppfd hochgeregelt. Und dabei bleibt es jetzt auch bei 18 Stunden Beleuchtung, weil wir haben ja hier eine Automatic-Pflanze. Aber jetzt ist dieses Licht eben im Blütenblumenmodus sozusagen eingestellt, wo das Licht einfach ein paar mehr Rotteile hat, was dem Terpenprofil einfach etwas besser tun soll. Die Blauanteile vom Sämlings- und vom Veggie-Status, die sollen halt dazu führen, dass die Pflanze einfach etwas buschiger und kräftiger im Wuchs ist. Ja, wir hatten in diesem Grow auch diesmal keine längere Trockenphase, so wie wir das damals bei der Strawberry Cheesecake Automatic hatten, weil ich es da einfach verpeilt hatte, unten vernünftig Wasser nachzugießen. Und so zeigt sich das Ganze natürlich auch hier. Jetzt mal ein paar Nahaufnahmen von den Blüten, so wie sie momentan auch sind. Also die Pflanze steht wirklich sehr, sehr gut da und ich freue mich richtig auf das Ergebnis, was hierbei rumgekommen ist. Mal schauen, was die Blüten so in 1-2 Wochen dann letztendlich noch dazu sagen. Das Training der Pflanze beschränkte sich hier tatsächlich wirklich auf das Entfernen von Sonnensegeln, die halt einfach nachkommende Triebe abgeschattet haben. Wir haben hier wieder dieses V-Grow Scrognetz mit reingesetzt und haben letztendlich die Triebe entsprechend runtergebogen. Ist ganz gut gelungen. Hier ist so ein bisschen eine kleine Lücke, aber das kann man jetzt nicht so gut sehen. Hier unten sind natürlich auch noch ein paar kleine Triebe nachgekommen. Und ja, Lollipopping haben wir gemacht. Wir haben hier, ich fahre mal gerade eben ein bisschen runter. Wir sehen jetzt hier, dass ich bei der Automatic-Pflanze auch keine Triebe getoppt habe. Wir haben sie also quasi natürlich wachsen lassen. Wie gesagt, nur ein paar Sonnensegel weggenommen, sollten sie solche kleinen Triebe hier abschatten im Hintergrund. Und dann haben wir halt ein klassisches Lollipopping gemacht. Also wirklich bis hier knapp unter das Scrognetz alle Blätter und Seitentriebe entfernt, damit die Pflanze einfach wirklich 100% ihrer Kraft in die Blüten im oberen Teil investieren kann. Ja, was würde ich jetzt zusammenfassend sagen? Also ich finde, der Grow hier mit der Apple Fritter Automatic in der V-Grow von Vivosun war insgesamt ein absolut entspannter Grow. Liegt bestimmt auch daran, dass ich eben schon etwas Erfahrung sammeln konnte mit diesem Prinzip der V-Grow hier.
und wie das alles mit dem Kokossubstrat und dem Wassertank da unten funktioniert. Und ich muss sagen, ja, diese Sorte, die Apple Fritter Automatic, die hat halt hier echt einen krassen Stretch hingelegt, ja. Also, sobald die wirklich dann in die volle Blütephase gekommen ist, hat die wirklich wahnsinnig geschoben. Also, da waren wirklich 5 bis 10 Zentimeter pro Tag drin. Das war dann ganz schöne Arbeit, das alles hier so rein und unterzubinden, dass es sich, nicht irgendwie großartig abschattet. Hier ist es, wie gesagt, ein bisschen blöd gelungen. Hier ist nicht so eine schöne Ausbeute. Das drängt sich alles hier so in dem vorderen oder in dem hinteren Bereich. Aber insgesamt bin ich über die Blütenausbildung schon recht erstaunt und finde auch, das, was ich riechen kann, ist schon wirklich fantastisch. Ich freue mich richtig drüber, dass sie in 1, 2 Wochen so weit ist und ich die Schere auspacken kann und ich mich dann über die Blüten freuen kann. Ja, mit noch mal einem kleinen Blick auch hier über die Blüten drüber geflogen. Die Blüten sehen richtig schön dicht aus. Es gibt dicke Knospen und es ist schön überzogen von einem, ja, glänzenden Trichomstaub. Ich bin richtig gespannt, Leute, was letztendlich dann das Ergebnis sein wird. Wenn ich das geerntet habe, ich weiß noch nicht, vielleicht werde ich ein paar Blüten in Dry Firmback reinpacken. Den Großteil davon werde ich aber wahrscheinlich einfach frisch ernten, trimmen und einfrieren, weil ich jetzt vorhabe, das Material zu sammeln und mich mal ans Waschen dran trauen möchte. Und so wie ich das hier sehe mit meinen laienhaften Augen, könnte das doch schon gutes Potenzial hier fürs Waschen geben. Was meint ihr da draußen? Meine lieben Freunde, das soll es nun auch schon wieder gewesen sein mit einem kleinen Übersichtsvideo zum aktuellen Stand hier der Apple Fritter Automatic von Royal Queen Seeds. Ich bin tatsächlich sehr angetan und ich denke mal, das sollte auch ein Beweis sein, dass Royal Queen Seeds definitiv auch in der Lage ist, qualitatives Saatgut zu produzieren. Nenners sehe ich keine, ich sehe keine Anzeichen von irgendwelchen Zwitterungen. Ihr bekommt natürlich, wenn das Ganze geerntet wurde und analysiert wurde, wieder eine Übersicht, wie viel an THC, wie viel an CBD da drin ist. Und ich bin selbst total gespannt. Leute, kommt ihr denn nach Berlin zum Mary Jane? Ich habe mir mittlerweile Tickets gekauft, und zwar für den Samstag. Und mich würde es natürlich riesig freuen, wenn ich den einen oder anderen von euch dort treffen würde, wenn wir uns eben mal zusammen austauschen können oder eben mal zusammen chillen können. Ja, lasst mal einen Kommentar da, ob ihr kommt. Ne? Und dann kann man sich ja eventuell dann auch irgendwo noch mal kurz schließen. Leute, bleibt stabil. Wir sehen uns ganz bald wieder. Euer Michi.